Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, kennt ihr Karriere-Highlights. Ich fühle mich heute so ein bisschen wie Supercar Blondie, nur in dick und männlich. Ich fühle mich so ein bisschen wie Lionel Messi beim, keine Ahnung, Champions League Finale. Es ist mein Karriere-Highlight. Ich bin in Ingolstadt und ganz am Anfang, bevor es losgeht, wollt ihr mit Jessie und mir feiern. Abonniert da genau jetzt den Kanal, denn es gibt jeden Tag von der bezaubernden, manchmal nervösen beim Moderieren Jessie ein Review oder, ja, ich bin auch manchmal nervös, eins von mir. Macht das genau jetzt, ist eine gute Sache. Und hier steht da der Horch. Auf Badisch sagt man Horch zu, der Horch 853 von 1935 war damals so in etwa der heißeste Scheiß, was das komfortable Reisen angeht. Kann man sich vorstellen, dass es ziemlich laut war, kann man sich auch vorstellen, dass es ziemlich Eindruck gemacht hat, dieses Auto. Und Audi hat ja aktuell ein bisschen Probleme, etwa wie jeder Hersteller, man muss die Mobilität in die Moderne bringen und man hat sich darauf committed, dass man sagt, die Mobilität der Zukunft wird zumindest in der kurzen bis mittleren Frist oder vielleicht auch in der langen die Elektromobilität sein. Und da hat man gedacht, okay, bauen wir vielleicht 3 Concept Cars. Die sollen ikonisch sein, die sollen den Leuten so richtig das Fahrwasser im Mund zusammenlaufen lassen, was die E-Mobilität angeht, wenn es der e-tron GT nicht schon gemacht hat. Ja, und hier steht das Sky 4 Concept. Und ihr wisst schon, warum ich eigentlich aus dem Lachen nicht mehr rauskomme. Ist das ein geiles Auto? Ganz ehrlich, was werden wir mit dem heute machen? Ich mache es kurz. Alles außer, ja, das ist traurig, fahren. Ich werde euch zeigen, was der kann. Das Highlight vom Auto ist, ne, das verrate ich eigentlich noch gar nicht. Ich bin der Jan von The Car Crash Review und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für mein Karriere-Highlight. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, ich habe mich nicht mal getraut, dieses Auto mit meinen Lippen zu berühren, weil es wahrscheinlich unendlich teuer ist, teurer als mein Leben. Aber was gar nicht teuer ist, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Den findet ihr da garantiert nicht. Den kann sich sowieso keiner leisten. Und ich habe ja jetzt in der Historie ein bisschen erzählt, wo das Auto herkommt. Und jetzt erzählen wir ein bisschen was über dieses Modell. Man weiß bei Audi, okay, USA und China sind ein wichtiger Markt und deshalb ist es natürlich eine große Sache, dass es in Kalifornien ein Designstudio gibt von Audi. Da ist dieses Auto hier entstanden und ja, Vorbild war das da hinten. Ne? Im ersten Moment kann man sich das ein bisschen schwieriger eher vorstellen, aber im zweiten, wenn man den Radstand von 3,50 Meter da hinten sieht, dann weiß man schon, ja, wo das Auto herkommt und was man hiermit will. Jetzt habe ich euch erzählt, es gibt und gab 3 Konzepte. Das eine ist der Grand Sphere, ne? Das ist sowas wie, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Audi A8 vielleicht als elektrische Reisemonsterlimousine. Dann gibt es den hier, der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen sportlicher positioniert. Ein Auto, das man selbst fahren können soll, das dich aber auch fahren kann mit einem jeweils veränderten Radstand. Und dann wird es noch so ein Urban Sphere Konzept geben, also die Mobilität für die Stadt. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein ganz kleines Auto à la Smart, soll aber wahrscheinlich eher so ein Van werden. Ist aber meine Spekulation und Menschen im urbanen Umfeld bewegen. Aber es ist alles relativ viel Zukunftsmusik. Audi geht es, wie gesagt, einfach nur darum zu zeigen, wie geil sie Autos bauen könnten, wenn man sie lassen würde. Der hier kann autonom Level 4 fahren. Und wenn wir den jetzt von vorne anschauen, dann ist ja in mir so ein kleiner Junge drin, der sagt, ich hätte immer mal gerne ein Auto gehabt, was sonst keiner hat und uns auch keiner bezahlen kann. Hier steht es jetzt. Wir haben eine unendlich lange Motorhaube, wir haben einen mega kurzen Radstand und vorne passiert sehr viel Disco.
Und wenn man den jetzt mal anschauen, vielleicht von vorne, dann schaut euch einfach mal die schmalen Leuchten hier an. Schaut euch den CW-Wert an, den ich nicht weiß, aber der wird sehr gut sein. Das Auto ist 4,94 Meter lang, 5,19 Meter lang. 25 Zentimeter kann man den Radstand verlängern. Also, ja, den spare ich mir. Aber ich kann euch einfach mal vielleicht von vorne diese Leuchte zeigen. Und da haben wir ja den Single Frame, so nennt man modern die Leuchte bei Audi hier. Haben hier die Ringe beleuchtet, haben hier unten eine sehr cleane Lippe hier unten. Und dann haben wir hier natürlich kein Dach drauf erstmal, eine sehr flache Scheibe. Und ich würde sagen, Chassis stellt sich jetzt mal frontal vorne hin, also ganz frontal, und dann mache ich einen kleinen Schnipser und wir verlängern oder verkürzen den Radstand, das sehen wir dann, und hier vorne wird sehr viel Disco passieren, verspreche ich euch. Ich moderiere es dann einfach an. Ja, genau jetzt. Es passiert, schaut euch das an, das Auto wird länger, es wächst. Unglaublich. Hat ein bisschen was von Batmobil. Schaut euch an, was hier vorne für eine Disco passiert in dem Single Frame drin. Ja, das habe ich mir immer gewünscht, aber ist noch nicht vorbei, weil 25 cm, das dauert natürlich eine Weile. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Profil rein und jetzt seht ihr halt den Monster-Radstand, der ja hier gewachsen ist. Keine Sorge, wir machen das Auto gleich ein bisschen kürzer. Den Akku bringt man ja bei Elektrofahrzeugen, vor allem bei einem, was 1,23 Meter flach ist und 2 Meter breit, eigentlich hier ja, zwischen den beiden Achsen, also zwischen der Vorder- und der Hinterachse, unter der soll, so stellt man sich das bei Audi vor, 80 Kilowattstunden groß sein, ganz spannend. Das Auto soll 630 PS haben, 750 Newtonmeter und in sagenhaften 4 Sekunden auf 100 beschleunigen. Teilweise natürlich autonom, und jetzt sind wir einmal drum gegangen und ist es nicht eine unglaubliche Schönheit geworden? Fühlt sich ein bisschen surreal an, ein Auto vorzustellen, was es so nie gab, nie geben wird, ein Konzept eben. Und jetzt würde ich sagen, geht Chassis nochmal ins Profil und wir machen das mit dem Radstand mal wieder zurück, so dass wir ja sehen, was sich verändert. Und ihr seht das jetzt aus der Ferne, ist wahrscheinlich irgendwie so das Spannendste, aber hier genau an dieser Bruchstelle, nenne ich es mal, fährt das Auto jetzt dann zusammen und ja, wird eben ein bisschen kleiner. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist großartig. Ihr seht jetzt hier, wie das passiert. Vielleicht kommt er tatsächlich auch mal ein Stückchen näher. Innen passiert auch ein bisschen Disco mit dem Cockpit da drin. Schaut mal hier, genau hier. Großartig, was technisch alles möglich ist. Und was ihr hier schon seht, ist was beim Audi e-tron sehr umstritten war, nämlich ein digitale Rückspiegel hier quasi. Der ist sehr flach, aerodynamisch, sehr optimiert, und was natürlich für mich als Autonerd mega geil ist, sind 23 Zoll Felgen. Aerodynamisch optimiert sind sie, mega geil sind sie, ganz ehrlich, egal welches Auto ich mir jemals kaufen werde, ich will diese Felgen hier drauf. Das ist ja großartig, ne? Schaut euch an, wie flach das Auto ist, und vielleicht könnt ihr schon mal so ein bisschen reinschauen ins Auto, weil das lohnt sich. Wir haben natürlich einen sehr muskulösen, ausgestellten hinteren und vorderen Radkasten. Also wenn ein Auto so auf den Markt kommen wird, ich verspreche euch, das wird funktionieren. Und jetzt von hinten, das ist eigentlich der schönste Roadster, den ich jemals gesehen habe. Schaut euch diese beiden Dinger hier oben an. Bisschen Audi i8. Von der BMW i8 meine ich natürlich, und hier hinten haben wir auch die Ringe in Rot. Wir haben hier einen Koffer hinter, das soll so ein bisschen zeigen, dass das ein ideales Reiseauto wäre, eben zum Selbstfahren oder sich fahren lassen. Und wenn ihr mal hinten anschaut, quasi den Schwanz, so nenne ich es von dem Auto, wie er immer dünner wird, dann ist es so ein bisschen Bugatti Speedtail ähnlich. Jetzt würde ich sagen, stellt sich Chassis mal frontal wieder hin. Wir machen das mit dem Radstand mal wieder zurück, dass wir hinten die Leuchten noch mal sehen. Genau. Und da passiert nämlich auch ein bisschen was. Schaut euch das an. Audi ist ja bekannt für das Licht, für die Lichtgrafiken. Und wenn man so ein bisschen sieht, was hier passiert, könnt ihr vielleicht so einen kleinen Einblick davon bekommen, was auch in Zukunft passieren könnte mit dem Licht. So. Aber jetzt passiert eine Sache, auf die freue ich mich schon ewig, denn Audi hat angerufen und hat gesagt, ey Jan, du kannst dieses Auto vorstellen. Und ich habe gesagt, echt? Und dann haben die gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, darf ich rein? Und dann haben die lange überlegt und haben gesagt, ja, ich darf rein. Und was jetzt das Krasseste ist, wir haben hier Suicide Doors, deswegen gehe ich auf die andere Seite, man nennt es auch Selbstmördertüren. Die Tür geht jetzt auf, ja, für mich. Und ich darf mich tatsächlich reinsetzen. Und nicht nur ich, sondern ihr mit mir mit. Ich komme jetzt mal hier rein. Probieren, nichts kaputt zu machen.
Und ihr seht schon, jetzt ist das Lenkrad weggeklappt. Ihr seht es jetzt von der Seite. Ich mache mal noch die andere Tür auf. Und dann geht er mal auf die andere Seite und dann können wir zusammen hier einfach anschauen, was hier alles passiert. Und das ist natürlich jetzt echt so ein bisschen Batmobile-Style. Das Auto hier drin. Ihr seht schon, wir haben ein Display für einen Beifahrer, also auch ein sehr neues Konzept, was vermutlich sich in Zukunft durchsetzen wird, was wir schon aus Serienautos kennen. Ein großes Display hier vorne, was ein bisschen an den Hyperscreen von Mercedes erinnert. Ja, das ist großartig. Das Display ist jetzt reingefahren. Ich habe also maximal viel Platz. Heißt, ich könnte hier drin mich autonom Level 4 chauffieren lassen. Das ist wahnsinnig geil, ehrlich gesagt. Natürlich wird es vermutlich nie eine Scheibe geben, die so flach hier steht. Die Sitze sind mega geil. Ich liege hier quasi drin, ganz nah am Boden, wenn man die Materialqualität hier erfährt oder auch ja, die Kopfstützen hier oben, dann ist es einfach großartig. Eine Leuchte da oben angedeutet, natürlich rahmenlose Scheiben. Schauen wir vielleicht einfach mal in die Scheibe rein. Beziehungsweise in die Tür rein meine ich natürlich, das Holz da drin. Wir haben eine riesen Bedienfläche und jetzt würde ich sagen, machen wir mal eine Sache. Ich sage nochmal, hey Audi, schließe beide Türen bitte. Ja, jetzt geht zuerst die eine zu, natürlich, Beifahrer zuerst. Dann die andere Tür. Und jetzt wünsche ich mir vom Audi natürlich wieder, dass ich selbst dieses Auto fahre. Dafür müsste man den Radstand nochmal verändern, Audi. Aber jetzt ist interessant, was hier drin passiert. Dafür müsst ihr reinschauen. Und jetzt schaut mal, hier das Lenkrad kommt zu mir, die Mittelkonsole kommt zu mir, das Lenkrad dreht sich zu mir und hier vorne im Display bekommen wir auf einmal 2 Ebenen. Schaut euch das an, das ist unglaublich geil, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas saß ich noch nie drin. Ich sage ja, ich fühle mich wie Supercar Blondie und auch vorne die Pedale kommen rausgefahren, das ist mega. Jetzt könnte ich das hier so nach oben klappen, könnte lenken und auf einmal selbst losfahren und wenn ich das nicht mehr will, ja dann machen wir das ganze Spiel vielleicht noch einmal zurück, würde ich sagen. Hey Audi, einmal zurück. Ja, und dann fährt das alles wieder weg und jetzt könnte ich mich hier nach hinten legen und sagen, oh, ich fahre jetzt zum Flughafen, gar keinen Bock, es ist richtig früh oder bring meine Kinder zur Schule oder was weiß ich. Und ja, dann habe ich hier drin mehr Platz und der fährt mich autonom Level 4 einfach weg. Jetzt würde ich sagen, hey Audi, mach meine Tür auf. Und dann komme ich mal zu euch raus. Ja, und wir machen ein Fazit. Natürlich, wenn ich ausgestiegen bin, machen wir die Tür wieder zu, Audi, weil das Auto ist so schön. Das hat eigentlich keine geöffnete Türe verdient. Ja, ganz im Ernst, wenn so die Mobilität der Zukunft, die Elektromobilität der Zukunft und vor allem die Mobilität von einer Marke, die mir am nächsten ist, von Audi aussieht, dann habe ich überhaupt keinen Bammel, was Elektromobilität angeht. Weil, das ist ja so geil, dass ich auch sagen würde, auf einer langen Strecke muss ich gar nicht selbst fahren, auf einer kurzen Strecke will ich vielleicht selbst fahren. Kurzen Radstand, um mehr Spaß, Agilität zu haben, langen Radstand, um mehr Reisekomfort zu haben und dann eine Beschleunigung von 4 Sekunden auf 100 ist unglaublich. Und wenn ihr euch mal dieses Teil da drüben anschaut, dann ist es natürlich so, dass der hier theoretisch eigentlich echt der legitime Nachfolger davon wäre. Normalerweise an der Stelle erzähle ich euch immer, sag mal, was kostet dieses Auto? Weiß ich nicht, unbezahlbar. Wird es vermutlich so nicht geben. Den Grand Sphere, den wird es wohl relativ seriennah so geben. Das hier bleibt wahrscheinlich eine Studie, ne? Kann man wahrscheinlich so auch gar nicht umsetzen, ist schade und ist wahrscheinlich auch unbezahlbar. Da hilft euch ja unser Kooperationspartner GoLeasy nicht, weil sorry GoLeasy, aber ihr habt den nicht im Leasing, ihr werdet ihn noch nie bekommen, aber die ganzen Nachfolgerchen davon. Hier seid ihr allerdings gelandet bei The Car Crash Review. Von uns gab es nie einen Vorgänger, es gibt keinen Nachfolger und es gibt auch niemanden, der das besser macht. Wir sind die Auto Review Goats. Abonniert den Kanal, macht euch einen Gefallen, denn bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der manchmal nervösen Jessie, dem immer nervösen Jan. Abonniert genau jetzt den Kanal und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.